Fanmade Armbänder bekommen. Yay, ist richtig schön geworden. Hast du überstanden? Gute Fahrt? Sehr schön. Ja, willkommen in Düsseldorf. Sollen wir? Ja. Hier ist nämlich kein schöner Ort. Jo, jo, jo. Oh, ich werde mindestens einmal heulen heute. So, technische Difficulties aside. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind gar nicht mal so müde, glaube ich. Ich bin voll müde. Wir sehen halt müde aus. Ich freue mich schon, wenn wir Hast du diese Augendinger mit? Nein, da brauche ich nicht. Ach so. Concealer, Bananenpuder. Ich bin vorbereitet. Zu uns einfach eine Antwort. Wo gehen wir denn hin heute, Tessa? Zu Nile. Bist du drauf? Weiß ich nicht. Ich muss mal eben schauen. Wo sind die Schuhe eigentlich? So, wir haben es zum Venue geschafft und wir haben so richtig den schlimmsten, oh mein Gott, den schlimmsten Platz, weil die VIP-Schlange ist da, aber hier ist leider dann so das Tor, wo der Tourbus uns so durchfährt und deswegen müssen wir hier sitzen. Stell dir mal vor, nein, kommt wirklich erst um 10 oder so, dann fährt der hier so lang. Und dann sieht er uns abfahren. Stell dir vor, der winkt dann nur uns. Nein, der winkt niemandem. Niemand winkt jedem irgendwie. Auf jeden Fall, mein Auto ist noch da. Das finde ich ist sehr erwähnenswert und es steht auch direkt hier. Also wir kommen eigentlich immer direkt dran. Tessa hat ihre Schuhe ausgezogen. Das zeige ich jetzt. Wieso hast du deine Schuhe ausgezogen? Weil die Schuhe wehtun. Oh je, und du musst aber noch ein ganzes Konzert damit überstehen. Ja, deswegen zieh ich sie jetzt aus, damit sie geschont sind. Das macht Sinn. Das macht Sinn. So, wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Was haben wir denn? Wir haben so viel. Kuchen. Mama Food Hall. Oh, das ist viel zu viel. Okay, warte, ich fang hier an. Nein, fang du an. Ich krieg den Knoten aber nicht auf. Wir sind so allein. Ich krieg's nicht so auf. viel Zeit. Warum machst du auch einen Doppelknoten? Wer macht einen Doppelknoten? Ich? Ja, sehe ich. Oh, nein, warte. Ich hab's schon. Ja. Yes. Also, so, das ist nur ein bisschen. Also Frischeiwaffeln. Frischeiwaffeln, die Tess nicht essen kann. Das war früher, das mein Konzertessen, weil die haben früher nur 55 Cent gekostet. Ja, und dann jetzt konntest du locker die, einen Euro oder dann konntest du zwei, die ne? wegwerfen, wenn du die nicht mehr gebraucht hast, quasi. Also, weil es nicht so teuer war. Ja, dann Oreos Minis. Oreo Minis, so. Yes! Von der Arbeit gesponsert. Dann Schokohörnchen! guck mal, Kuchenparty machen wir auch gleich. Oh, wir haben Schokoladenkuchen. Und der ist vegan. Wasser. Dann ganz viele Gummibärchen. Ja, pass auf, das erkläre ich dir jetzt. Traumzucker. Das ist Traubenzucker, damit falls du umkippst, dein Kreislauf direkt wieder abdreht. Hier haben wir Lachgummi. Und Kann ich dann haben alles wir, nicht essen. falls ich müde bin, habe ich saures Lachgummi. Und jetzt kommen wir zu der veganen Variante. Also, wir haben Brezel. Yes. Wir haben Dinkelstangen. Okay. Wir haben Olivenstangen. Okay. Ölstangen.
Das war's. Nein, du hattest doch mehr. Ja, das ist alles hier drin. Ach so. Weil jetzt kommt das gesunde Zeug. Außer der Kuchen. Yes, noch eine weitere Tasche. So, erstmal Trauben, Bier. Genau, wir haben gewaschene Weintrauben und Bier, ne? Gewaschen, ganz wichtig. Jetzt aber hier nicht sponsort. Oh, das sieht gut aus. Ja, Das ist I Love Vegans, ne? Ja, der schmeckt mega gut. Aha. Dann Bulgursalat. Aldi. Bulgur. Von Aldi, sehr lecker. Mit Pepperoni und Minze. Warte. Warte, noch so besser? Yum, 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 yum. Dann halt der ganze Kuchen. Yes, Schokoladenkuchen. Whoop. Dann noch 2 verschiedene Paprikas. Nice. Möhren. Hast du deine Ich habe eigentlich- meine nicht, weil Gut. Ich habe nicht. sind die sind auch nass schon, ne? Ja. Banane mag ich nicht, die kannst du schon mal Ja, ich wegtun. habe 2, also. Aber ich mag keine Bananen. Einen Apfel, weil. Boah, wir sind so gesund. Und natürlich Außer das ich. wichtigste Cola. Ich habe auch in meinem Auto noch 2 Fritz-Cola und wir haben natürlich, weil es wird ja bis zu 28,5 Grad heute, Ganz viel Wasser. Wasser. Jetzt haben wir einfach alles rausgenommen. Oh nein, gleich werden wir weggeschickt. Das dürfen wir aber nicht machen. Ja. Wir haben hier gerade alles ausgefragt. Wir können alleine Musik hören, wir können allein unsere Nägel lackieren, was wir noch machen müssen, haben wir natürlich nicht geschafft. Und wir müssen uns natürlich auch noch schminken und das können wir hier ganz gut, weil uns aktuell noch niemand beobachtet. So, Update. Wie viel Uhr ist es? Weiß ich nicht. 10:11 Uhr. Wie viel Grad ist es? Weiß ich nicht. Was sollst du checken? 21. 21 Grad. Leider sind wir immer noch im Schatten. Die dunkle Seite. Aber es sind schon ein paar Leute dabei gekommen. Also sind wir nicht so viele. Und wir haben unsere Nägel gemacht. Meine Nägel. Deine Nägel, ich sehe nichts. Das ist so dunkel. Ja, da. Genau. Und wir haben ein bisschen gegessen. Paprika sind schon weg. Ein bisschen Kuchen. Diese Breadsticks. Und wir haben unsere Fanmade Armbänder bekommen. Yay, ist richtig schön geworden. Stellst du das hier drauf? Wie zoomt man? So, hier oben. Stell das am besten so einfach hier auf diese Tüte. Ja, mach ich gleich. Ich habe vergessen, dass beim Wind das Kleid tut. Ich muss eben nochmal rauszoomen. Okay. Break habe ich ja, ist ja schon läuft, ne? Ja. Ich will das Glücksalat oder sich. So, da wird nochmal an sich gearbeitet. So, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ein Update. Und es ist wie viel Grad? Ein Update. 26. Im Schatten aber nicht. Aber man fühlt das Gott sei Dank im Schatten nicht, dass es so warm ist. Da ist es richtig warm. Ich weiß. Wie warm war es im Dixie Club? Wir haben das Neue bekommen. War richtig sauber. Und hier werden Fanaktionen gemacht. Oh Gott. Hast du auch noch viel vor? Ich habe 500 von denen und ich habe andere, die schon mit bezahlt haben, habe ich schon 300 gegeben. Das heißt, ich habe noch 200 von denen da liegen und 500 Blätter. Wow. Oh mein Gott.
Ah, ist ja Zeit. So, die Schlange ist schon da. Und da. Und jetzt zoomen wir wieder raus. Wir haben es hinbekommen. Wir sind fertig geschminkt. Noch nicht ganz. Die Haare sind aber allerdings noch nicht. Die sind irgendwie so trocken. Irgendwie hätte ich Kajal mitnehmen sollen. So, fertig! Rotstift als auf die Wasser. Leider haben wir im Endeffekt dann doch nicht so viel aufgenommen, weil es ein paar Probleme gab. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal hier hingesetzt, die Kamera sehr, sehr seltsam an mein Bett gehangen und werde euch jetzt dann einfach noch ein bisschen erzählen, weil sonst sind die Lücken, glaube ich, einfach zu groß. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich zusätzlich so eine Katze streiche. Ups, komm her, Baby. Sie will nicht. Kuckuck. 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 Ich habe mir überlegt, dass ich zusätzlich dazu auch noch so ein paar Fragen beantworte, die ich mir persönlich selber gestellt habe, bevor ich meinen großen Tag hatte. Und ich wollte das ganz cool eigentlich in dieses Buch schreiben. Aber wie bei so vielen üblich ist es halt noch komplett unbeschrieben. Noch ganz unbeschrieben. Und ja, ich traue mich irgendwie nicht reinzuschreiben. Am 19.04.2018 war Nilehorn in Köln im Palladium. Und ich sag's mal so, wenn ich mir kein VIP-Package gekauft hätte, dann wäre ich, glaube ich, echt unglücklich gewesen, weil das Palladium ist halt nun mal ein Kackort für Konzerte. Einfach weil die Venue so richtig in die Länge geht, anstatt in die Breite. Und man sieht halt nichts. Ich war ja auch bei Harry Styles und es war halt für den Preis war es das irgendwie nicht wert. Und da mir noch ein bisschen wichtiger ist als Harry, wäre ich, glaube ich, total am Boden zerstört gewesen, wenn ich nichts gesehen hätte. Und deswegen bin ich allein dafür schon ziemlich froh, dass ich mir dieses Meet and Greet Package gegönnt habe. Und Gönnung ist halt schon das richtige Wort, weil es war auch sehr teuer. 40 Stunden habe ich das abgearbeitet auf der Arbeit. Alles mein eigenes Geld. Gott sei Dank haben wir uns fertig gemacht. Denn um 13:30 Uhr ging es dann auch schon los mit der Registrierung. Und wir dachten natürlich, wir kommen danach nochmal raus, weil die ging bis 15:30 Uhr. Deswegen habe ich meine Jacke auf dem Boden liegen lassen, weil ich hole die ja eh gleich. Und dann sind wir nicht mehr rausgekommen. Wir haben dieses Bändchen bekommen. Sau cool. Da. Und da steht sogar noch ein Horn drauf. Sehr cool. Und dann haben wir noch ein Bändchen bekommen, was ich am Anfang aber gar nicht bekommen habe, weil die mich übersehen haben, weil ich so viele Fragen gestellt habe. Und wir mussten unser Geschenk direkt dort abgeben. Was aber nicht bei allen der Fall war. Also unsere Geschenke, die waren halt schon in so einer Geschenktüte. Deswegen mussten wir die leider abgeben. Aber Nile hat sie bekommen, auf jeden Fall. Und ab da habe ich halt tatsächlich nicht mehr gefilmt, weil ich auch meine Kamera abgeben musste. Und meine Powerbank. Aber ich habe mit dem Handy noch versucht, ein bisschen zu filmen. Ich hoffe, das ist was geworden. Das sehe ich ja gleich, wenn ich es editiere. Und ja, da wir einfach so abrupt aufgehört haben, die Tessa ist schon lange wieder zu Hause. Die ist direkt nach dem Konzert abgeholt worden. Und wir haben jetzt auch beide schon unsere Bilder, endlich. Jetzt die Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich mein eigenes Erlebnis hatte. Und ich bin so nervös gewesen. Ich habe mir so viele Sorgen gemacht, so viele Fragen gestellt. Und nirgends habe ich die Antworten gefunden. Und ich hoffe, dass es... Vielleicht guckt das ja irgendjemand, der noch ein Meet and Greet hat. Oder ein Soundcheck. Dann ist es vielleicht ganz praktisch.
Wenn man ein VIP-Package hat, dann hat man automatisch Early Entry. Das heißt, man muss sich eigentlich nicht anstellen und steht in den vordersten Reihen. Daher die Frage, muss man sich überhaupt dann dafür noch anstellen? Muss man noch früh da sein? Wann muss man da sein? Und meine Antwort darauf ist, es kommt auf die Venue und auf die Fans an. Hier in Köln ist es halt so, dass die Fans alle ein bisschen sind und schon die Nacht davor da waren. Hat denen auch nicht unbedingt einen Platz in der ersten Reihe garantiert, aber dazu komme ich dann gleich. Ja, ich sag mal so, wenn es diese Fans gibt, die schon dort campen, dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, früher zu kommen. Weil je früher die ersten Fans da sind, desto früher sind auch die anderen Fans da. Es ist wie so ein Schneeballeffekt. Ein Fan ist da, rollt sich ein und dann kommen ganz viele andere Fans. Und dann ist es schon sehr, sehr früh sehr, sehr voll gewesen. Eigentlich wollten wir um 7 kommen, aber wir sind dann um 8 da gewesen. War nicht so tragisch, wir waren dann trotzdem 5 und 6, Meet and Greet 5 und 6. Also das heißt, es waren schon 4 vor uns da. Okay. Und ansonsten, wenn ihr nicht unbedingt queuen wollt, keinen Bock darauf habt oder denkt, ja, ich brauche sowieso meinen Schönheitsschlaf, ist ja sowieso für Einlass, das stimmt. Also meistens ist es so, dass die Venues einen separaten Eingang haben oder zumindest eine separate Schlange bilden. Und da kommt man dann hin als VIP quasi. Oh, ich höre die ganze Zeit Musik an. Ups. Und die zweite. Na, Ari. So, mir ist leider aufgefallen, ich habe die ganze Zeit Musik angehabt und ich weiß nicht, wie sich das jetzt auswirkt, ob das überhaupt noch alles hörbar ist, was ich gesagt habe. Ich denke mal schon und ich mache einfach da weiter. Wo ich stehen geblieben bin, und zwar mit meiner Katze. Die hat gar keinen Bock. Ja, geh ruhig. Jetzt ist besser. Ansonsten, Check-in ist von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr und da ihr ja, also wenn ihr beim Soundcheck relativ weit vorne stehen wollt, dann macht es Sinn, früh genug da zu sein, um vorne beim Check-in zu sein. Wenn euch das egal ist, dann könnt ihr auch um 15 Uhr kommen. Ja, uns war es halt nicht egal. Wir waren ja schon sehr früh da, nicht super früh, aber wir waren halt schon früh da. Und hatten dann aber auch richtig Glück, weil bei uns war es dann so, dass es gab 2 Schlangen. Und zwar gab es die Meet and Greet Schlange und die Soundcheck Schlange. Das war ganz gut, weil in der Meet and Greet Schlange haben sich die Fans dann selbstständig geordnet. Zwar nach dem Nummernsystem, was uns die Security am Morgen auf die Hand geschrieben hat. Und so waren wir relativ weit vorne und dann waren wir im Endeffekt auch in der ersten Reihe beim Soundcheck. Wie viele Leute gab es? Oh. Es gab 200 bis 300 Soundcheck-Leute, das fand ich schon ein bisschen viel. Und 100 Meet and Greet Leute. Ich habe ein Foto oder ein Video gemacht von den ganzen Leuten. Wie läuft das ab? Habe ich ja schon erzählt, man kriegt diese Bändchen, man kriegt 2 Bändchen, also wir haben 2 Bändchen bekommen, damit wir noch in dem ersten Wellenbrecher stehen. Das habe ich dann erst gemerkt, dass alle dieses Bändchen hatten, nur ich nicht. Und dann musste ich nochmal dahin und mir dieses Bändchen geben lassen. Und dann haben wir bis 16 Uhr gewartet. Wir waren um 13:30 Uhr in der Venue, meine Jacke war weg. Und dann haben wir bis 16 Uhr dort gewartet. Das ging relativ schnell um. Wir hatten Glück, weil Julia Michaels und Nile haben selber Soundcheck noch gemacht. Das haben wir sehr schön gehört. Das haben wir ihn auch schon mal gesehen. Ja, und dann 16 Uhr irgendwann kam dann so nochmal Security, hat dann nochmal gesagt, wie das jetzt ist. Keiner rennt. Und dann ist auch keiner gerannt, wirklich. Sind eher so gewatschelt, so schnell gewatschelt halt. Ja, und dann sind alle so in Palladium verteilt gewesen. Und dann kam Nile auf die Bühne. Bei einigen Shows ist er tatsächlich schon auf der Bühne, aber hier kam er erst auf die Bühne. Und zwar mit der ganzen Band, er ist nicht alleine. Und bei uns hat er erst 3 Lieder gespielt und hat danach 3 Fragen? Waren es 5?
Ich glaube, er hat 3 Fragen gestellt. Nicht gestellt, er hat 3 Fragen beantwortet. Er hat 3 Lieder gespielt. Das erste war On the Loose, das zweite war Fire Away und das dritte war This Town. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, es war auf jeden Fall erstmal On the Loose und danach, glaube ich, war es Fire Away und dann This Town. Vielleicht in der Reihenfolge, vielleicht auch nicht. Meine Katze ist wieder da. Ja, und er spielt halt diese Lieder, die sind nicht akustisch oder nur mit einer Gitarre begleitet, sondern richtig, wie man es beim Konzert miterlebt. Und auch richtig gut schon. Meine Katze. Coco. Guck mal. Oh. So, jetzt sitzt er hier, ne? Danach hat er die Fragen beantwortet. Diese Fragen, die mussten wir im Vornherein auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann sind die in so einen Topf oder sowas gekommen. Und dann ist ausgelost worden, beziehungsweise irgendjemand hat sich diese Fragen halt rausgesucht. Was ich ein bisschen blöd finde, weil dann kommen da so Fragen wie, was ist dein Lieblingsessen? Ich meine, du hast richtig coole Fragen und hörst sowas. Und es sind halt auch sehr viele Leute, dementsprechend sehr viele Fragen. Aber er liest die dann vor und dann sucht er auch diese Person im Publikum raus und redet mit dieser Person. Aber man kann auch so sehr eigenständig mit ihm interagieren. Da reagiert er normalerweise viel drauf und redet auch mit den anderen Leuten. Aber jetzt unpopular opinion. Ich persönlich wäre, glaube ich, ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn ich nur Soundcheck gehabt hätte. Klar, es ist eine coole Erfahrung. Du hast 30 Minuten mehr mit Nile. Vielleicht bist du auch in der ersten Reihe, aber es ist halt 180 € hat das Soundcheck-Paket gekostet, plus Versand. Versand, weil man das ja da bekommen hat. Ne? War trotzdem Versand dabei, 2,30 €. Ja, aber ansonsten war da halt nichts. Und wenn deine Frage nicht beantwortet wird, dann hast du halt 180 €. Und wenn da so viele Leute sind, dann bist du vielleicht trotzdem in der 4. Reihe. Das ist ein bisschen blöd. Und dann musst du auch noch miterleben, wie die ersten 2 oder 3 Reihen da bleiben dürfen, weil sie danach noch Nile getroffen haben. Ich glaube, ich wäre ziemlich unglücklich damit gewesen. Und dementsprechend auch relativ froh, dass ich mir dieses Meet and Greet gekauft habe. Es gab nämlich 2 Tage, bevor das Meet and Greet online war, habe ich wirklich rumgefragt bei Rebecca, bei Taylor, ob ich es machen soll. Und die haben halt gesagt, du weißt schon, dass du es bereuen wirst, wenn du es nicht machst. Auch wenn ich jetzt persönlich nicht dafür bin. Du wirst sitzen und dann wirst du sagen, oh, wieso habe ich es nicht getan? Deswegen habe ich es direkt getan. Und bin auch echt froh, weil ich habe nicht damit gerechnet und nicht daran gedacht, dass Twitter zur Konzertzeit absolut verrückt ist, weil die ganzen Meet-and-Greet-Bilder kommen hoch, die ganzen Experiences. Und wenn ich nicht meine eigene Experience bekommen hätte, wäre ich, glaube ich, echt niedergeschlagen gewesen, ja. Klappe, die dritte. Was haben wir jetzt alles abgearbeitet? Ja, Meet and Greet, ne? Also die Meet and Greeter, die sind drin geblieben. Und die Fotowand, die ist auch schon aufgestellt gewesen. Und das Meet and Greet ist sehr, sehr, sehr rushed. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was es auf Deutsch heißt. Sehr stressig. Es geht super, super, super schnell. Wenn du nicht dafür sorgst, dass es nicht so schnell geht. Denn ich stand da, also ich war nicht relativ weit vorne, ich war so im hinteren Drittel. Und habe dann beobachtet, wie schnell der Blitz echt ging. Am Anfang ging er noch alle 5 Sekunden. Danach ist es ein bisschen langsamer gegangen, ging es 10 Sekunden, alle 10 Sekunden ein Foto. Aber das Gute ist, dass auch wenn das Meet and Greet sehr rushed ist, Nile selbst würde ich nicht rushen. Weil er hört dir tatsächlich zu und er fragt auch Sachen. Und wenn du es nicht komplett verkackst, dann kannst du sogar eine halbe Minute, bis eine Minute bei ihm bleiben. Ja, obwohl eine Minute, dann rastet die Security vielleicht schon ein kleines bisschen aus, aber wenn du es klug hinbekommst, ist es nicht nur ein Hi-Bye. Er macht auch Posen. Das finde ich sehr, sehr cool, weil es gibt auch einige Leute und Künstler, die sich nicht so wohl fühlen mit Posen. Und ich finde, das ist auch so einer der Vorteile, wenn man tatsächlich ein Meet and Greet hat. Wenn man auf der Straße sieht, okay, hat man nicht dieses Geld bezahlt,
Aber du würdest dich ja total seltsam vorkommen, wenn du dann so sagst, hey, nein, können wir diese und diese Pose machen. Bei Meet and Greet ist halt diese Umgebung, diese Kulisse schon da. Und deswegen ist das mit den Posen kein Problem. Und Niall liebt es, Händchen zu halten, egal auf welche Art. Das macht ihn immer sehr glücklich, das hat er ja mal gesagt. Und das stimmt auch, weil die Fotos sind alle total niedlich. Mein eigenes Meet and Greet. Ja, ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern. Ich glaube, mein Hirn war einfach komplett abgeschaltet, weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe und dann war dieser Moment halt so super schnell. Es war dennoch sehr toll. Ich habe 2 Umarmungen bekommen. Und ich habe auch mit ihm geredet. Ich weiß nur nicht mehr wirklich über was. Ich habe, ja... Und dann ist das Foto gemacht worden. Ich habe meine Pose bekommen. Es ist sehr schön geworden. Ich habe sehr lange gewartet. Und wieso habe ich so lange gewartet? Das erzähle ich dann jetzt gleich. Es besteht die Möglichkeit, dass man das Bild nicht hochgeladen haben möchte. Weil es ist halt so, dass die Bilder alle auf einmal auf so eine VIP-Seite hochgeladen werden. Und dann hat jeder, der das Passwort hat, Zugriff auf diese Fotos. Und so gelangen diese Fotos halt ins Internet. Und Fan X schneidet dich einfach raus und das möchte ich nicht und wollte ich auch nicht. Und ich wollte generell auch die Kontrolle über das Foto haben, weil wenn es potthässlich ist, dann wollte ich es zuerst erstmal editieren und croppen und all sowas, damit es nicht online kommt, so total uneditiert. Außerdem wollte ich die Erste sein, die das Bild sieht und das nicht irgendwie erst sehen, wenn es irgendwie schon irgendwo auf Twitter-Accounts rumfliegt. Also habe ich mich dazu entschieden, es nicht hochladen zu lassen. Es war aber dann doch ein Kampf, weil ich war die Einzige. Das heißt, ich musste meine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ich musste dann nochmal der Fotografin Bescheid sagen, dass ich das nicht möchte. Und die hat das natürlich nicht geschnallt und hat all das nochmal wiederholt, weil sie es nicht geschnallt hat. Das war sehr süß. Ja, und dann habe ich mein Bild aber viel, viel später bekommen als alle anderen. Und ich hatte schon echt gedacht, dass sie es vergessen. Ich habe echt Panik gehabt, weil ich habe es, glaube ich, 3 bis 4 Tage nach allen anderen bekommen. Ich war die allerletzte. Er hatte bis jetzt keine neue Show und ich bin aktuell das allerletzte Foto. Was ist von mir und Niall? Es gibt sowieso nur ein Foto von mir und Niall, aber ich bin das allerletzte Foto von Meet and Greets, die das bekommen hat. Ja, aber jetzt habe ich es auch. Nach dem Meet and Greet sagst du natürlich Bye zu Niall, wenn du deine Arme aufmachst und so, dann umarmt er dich nochmal, weil ich habe auch gelesen, dass Leute es nicht hinbekommen haben, eine Umarmung von ihm zu bekommen. Das ist halt schade, weil die Security hat eigentlich kein Recht, dich zu rushen, weil du hast so viel Geld bezahlt, finde ich. Aber nach dem Meet and Greet haben wir noch unsere Poster bekommen. Mein Poster kann ich leider nicht zeigen, weil ich habe es vergessen in Wuppertal. Ich habe es mir noch nicht selber angeguckt, das heißt, meine komplette Meet and Greet Story ist noch gar nicht mal vorbei, weil ich noch nicht weiß, wie das Poster aussieht. Das ist ein Siebdruckplakat und das ist signiert, handsigniert von Niall, nicht kopiert. Und das kriegst du nach dem Meet and Greet haben wir das bekommen. Wir mussten dann noch unsere Ausweise zeigen. Ach ja, zur Registrierung haben wir auch noch einen Ausweis bekommen mit so einem Erinnerungslanyard. Aber das habe ich auch in Wuppertal, hängt an meinem Pappaufsteller. Bei mir war es tatsächlich so eine Frage, was mache ich mit dem Poster, wenn ich in der Menge bin. Ich will nicht, dass es kaputt geht, weil es ist signiert. Ich will es einrahmen. Ich will, dass es schön in meinem Zimmer hängt. Es ist ganz gut, weil das Poster ist relativ hart. Es ist in einer Tüte. Und wir hatten das Glück, wir konnten es ablegen. Nachdem man das Poster bekommen hat, ist man dann wieder rausgegangen und dann war dann auf einmal die Meet and Greet und die Soundcheck-Leute, die waren gemischt in der Queue. Und wir wussten halt nicht, welche Türen geöffnet werden. Und standen dann an 2 Schlangen. Bis dann irgendwann mal, ich glaube eine Stunde später, die Security gesagt hat, dass Meet and Greet und Soundcheck wieder separat reinkommen. Der Meet and Greet Vortritt hat vor Soundcheck. Und dann war das relativ easy, weil dann waren wir wieder weit vorne. Und dann war die Security und hat dann gesagt, ich tippe euch an und nur die Person, die angetippt wird, die kann dann reingehen. Und so sind wir aber relativ schnell reingekommen und haben dann auch Gott sei Dank wieder in der ersten Reihe einen Platz gefunden. Und da konnten wir dann auch unsere Poster abstellen. Und das war dann auch ziemlich alles. Also ich sag mal so, man muss halt sehr viel Glück haben,
dass man in der richtigen Queue steht, dass man, ich will jetzt nicht sagen nette und sortierte und geordnete Securities, die wissen, was sie tun, weil sie wussten es eigentlich eher nicht oder haben nichts gesagt, weil es ging die ganze Zeit so, ja, nee, macht mal, wenn ihr diese Queues haben wollt, dann müsst ihr das schon selbst organisieren und das ist doch nicht die Aufgabe der Fans, also das war ein bisschen fragwürdig, aber die Security, die dann vorne war, bei der Barrikade, die war sehr, sehr nett, die hat immer Wasser ausgeschenkt und die Poster, wie gesagt, verstaut und ja, die haben auch Essen rübergereicht von mir zu Tessa und waren sehr chillig. Das Konzert, das war auch sehr toll und da habe ich einige Videos gemacht und ich hoffe, dass die jetzt funktionieren und ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden von meinem lückenhaften Vlog. You can offer the world, but I'll take this instead. Thank you, Phil.